Die Utilitaristen Jeremy Bentham und John Stuart Mill definieren nicht mehr Vernunft und Sprache, sondern Empfindungsfähigkeit als Kriterium für moralische Berücksichtigungswürdigkeit. Da Tiere fähig sind, Freude und Leid zu empfinden, müssen sie ebenfalls moralisch berücksichtigt werden. Jeremy Bentham begründete im 18. Jahrhundert die ethische Position des Utilitarismus. Dem Utilitarismus zufolge ist eine Handlung dann moralisch richtig, wenn sie das größtmögliche Glück und das kleinstmögliche Leid bei allen von der Handlung Betroffenen bewirkt. Da auch Tiere leiden können, zählen sie ebenfalls zu den Betroffenen und müssen moralisch berücksichtigt werden. In einer Fußnote seines Werks An Introduction to the Principles of Moral and Legislation schreibt Bentham: Die Franzosen haben bereits entdeckt, dass die Schwärze der Haut kein Grund dafür ist, jemanden schutzlos der Laune eines Peinigers auszuliefern. Es mag der Tag kommen, da man erkennt, dass die Zahl der Beine, der Haarwuchs oder das Ende des Os sacrum gleichermaßen unzureichende Gründe sind, ein fühlendes Wesen demselben Schicksal zu überlassen. Was sonst ist es, das hier die unüberwindbare Trennlinie ziehen sollte? Ist es die Fähigkeit zu denken oder vielleicht die Fähigkeit zu sprechen? Aber ein ausgewachsenes Pferd oder ein Hund sind unvergleichlich vernünftigere und mitteilsamere Lebewesen als ein Kind, das erst einen Tag, eine Woche oder selbst einen Monat alt ist. Doch selbst vorausgesetzt, es wäre anders, was würde es ausmachen? Die Frage ist nicht, können sie denken oder können sie sprechen, sondern können sie leiden. Bentham stellt hier eine Analogie zur Sklavenbefreiung her und hält Tiere in der Gesetzgebung für vernachlässigt. Indem er Vernunft und Sprache nicht mehr als alleiniges Kriterium für moralische Berücksichtigungswürdigkeit akzeptiert, wendet er sich gegen den bislang vorherrschenden extremen Anthropozentrismus. Auch Tiere gehören nun aufgrund ihrer Empfindungsfähigkeit zur moralischen Gemeinschaft. Mit dieser pathozentrischen Sichtweise vertritt Bentham bereits einen Assimilationismus in Bezug auf Tiere. Er blickt auf die Gemeinsamkeiten und nicht mehr nur auf die Unterschiede zwischen Mensch und Tier. Bentham ist jedoch kein revolutionärer Tierethiker. Er setzt sich nicht für radikale Tierrechte ein und hält Tiernutzung und Tiertötung zum Zwecke der Ernährung für moralisch vertretbar. Tiere stehen bei Bentham nämlich auf einer moralisch niedrigeren Stufe als Menschen. Tiere haben seiner Ansicht nach weder ein Ich-Bewusstsein noch einen Sinn für die Zukunft und damit auch kein Interesse am Weiterleben, das es zu berücksichtigen gilt. Vor allem, weil Tiere keine Vorstellung von ihrer eigenen Zukunft haben, ist es unproblematisch, sie zu töten. Er schreibt: Wenn es nur um das Essen von Tieren geht, gibt es einen sehr guten Grund, warum es uns erlaubt sein soll, dass wir sie essen, wie es uns beliebt. Es gereicht uns zum Vorteil und ihnen niemals zum Nachteil. Sie haben keine jener langfristigen Erwartungen zukünftigen Unglücks, die wir haben, und haben niemals einen Nachteil davon, tot zu sein. Bentham formuliert auch keine grundlegende Kritik an unseren Praktiken der Tiernutzung. Es geht ihm vor allem um das Verbot von Tierquälerei. Er kritisiert aber deutlich die bislang geltenden Kriterien, die Tiere aus der Rechtsprechung ausschließen. Nicht Hautfarbe oder Aussehen, Sprache oder Vernunft sind relevant, sondern allein, dass es sich bei Tieren um empfindungsfähige Lebewesen handelt. Die Empfindungsfähigkeit von Tieren begründet gewisse Schutzrechte. Benthams Fußnote gilt rückblickend als Startpunkt für eine neue utilitaristisch begründete Tierethik und insbesondere für die angelsächsische Tierschutzbewegung und politische Gesetzgebung. Eines der ersten Tierschutzgesetze der Welt, das britische Tierschutzgesetz Cruel Treatment of Cattle Act, wurde 1822 verabschiedet. Auch John Stuart Mill bezieht Tiere in die utilitaristische Freude-Leid-Bilanz mit ein. Die Interessen aller empfindungsfähiger Wesen müssen moralisch berücksichtigt werden. Eine Praxis, die Tieren mehr Schmerzen verursacht, als sie Menschen Freude bereitet, ist moralisch verwerflich. Doch auch Mill stellt menschliche Interessen über die Interessen von Tieren. Tiere stehen auf einer moralisch niedrigeren Stufe als Menschen. Mill unterscheidet nämlich zwischen verschiedenen Arten von Freuden. Während Tiere nur niedrige körperliche Freuden erfahren können, kann der Mensch zusätzlich höhere geistige Freuden empfinden. Deshalb ist es nach Mill besser, ein unzufriedener Mensch zu sein, als ein zufriedenes Schwein. Die Fähigkeit von Tieren, Freude und Leid zu erfahren, ist laut Mill im Gegensatz zum Menschen grundsätzlich limitiert. Auch laut Mill darf der Mensch Tiere nutzen und töten.
Was hältst du persönlich von Benthams und Mills Argumentation? Und müssten aus ihren Argumenten nicht eigentlich sehr viel mehr Konsequenzen für unseren Umgang mit Tieren folgen? Mit den Quizlet-Lernsets Jeremy Bentham, der quantitative Utilitarismus, und John Stuart Mill, der qualitative Utilitarismus, kannst du dein Wissen jetzt überprüfen und vertiefen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!